Ein Neuanfang im Leben. Thomas war 45 Jahre alt und hatte die letzten 20 Jahre seines Lebens als Buchhalter in einer großen Firma gearbeitet. Seine Karriere begann vielversprechend und er stieg schnell in der Hierarchie auf. Doch je höher er kam, desto stärker fühlte er sich gefangen. Die Routine, die ständigen Zahlen und die langen Stunden im Büro ließen ihn zunehmend leer und unzufrieden zurück. Jeden Tag war es dasselbe: Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und auf den nächsten Tag warten. Diese Monotonie hatte sein Leben übernommen und Thomas fragte sich immer öfter, ob dies wirklich alles war, was das Leben für ihn bereithielt. Eines Abends, als er müde nach Hause kam, setzte er sich in sein Wohnzimmer und starrte auf die Wand. Dort hing ein altes Bild von ihm, aufgenommen, als er gerade die Universität abgeschlossen hatte. In seinen Augen sah er damals noch den Funken der Aufregung, die Hoffnung auf ein Leben voller Abenteuer und Möglichkeiten. Aber wo war dieser Funken geblieben? Was war aus seinen Träumen geworden? Die Fragen ließen ihn nicht mehr los. Er begann über sein Leben nachzudenken, über das, was er erreicht hatte und was er noch erreichen wollte. Die Antwort war klar: Er musste etwas ändern. Aber was? Ein kompletter Berufswechsel in seinem Alter schien unvorstellbar. Doch die Idee, weiterhin jeden Tag dasselbe zu tun, war für ihn noch unerträglicher. Thomas wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste, bevor es zu spät war. Eines Tages stieß er zufällig auf einen Artikel über Lebensberatung und Coaching. Die Idee, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Herausforderungen zu meistern, faszinierte ihn sofort. Aber konnte er wirklich seinen sicheren Job als Buchhalter aufgeben, um etwas so völlig Neues zu beginnen? Die Unsicherheit nagte an ihm. Er hatte noch nie etwas anderes gemacht und der Gedanke, wieder von vorne anfangen zu müssen, machte ihm Angst. Doch die Vorstellung, etwas zu tun, das ihn erfüllte und glücklich machte, ließ ihn nicht mehr los. Thomas beschloss, mit seiner Frau Sandra darüber zu sprechen. Sie war seine größte Unterstützerin und kannte seine Unzufriedenheit genau. Als er ihr von seiner Idee erzählte, war sie überrascht, aber auch begeistert. Thomas, du hast immer davon gesprochen, dass du etwas Sinnvolles tun möchtest. Vielleicht ist das genau der richtige Weg für dich, sagte sie. Ihre Worte gaben ihm Mut und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er wieder Hoffnung. Er begann sich intensiver mit dem Thema Coaching zu beschäftigen, besuchte Seminare, las Bücher und sprach mit Menschen, die diesen Weg bereits gegangen waren. Mit jedem Gespräch und jedem neuen Wissen wuchs seine Überzeugung, dass dies das Richtige für ihn war. Schließlich fasste er den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Er kündigte seinen Job und begann eine Ausbildung zum Coach. Die ersten Monate waren hart. Das Lernen fiel ihm nicht leicht. Und manchmal zweifelte er daran, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Aber Sandra unterstützte ihn und langsam begann er, Fortschritte zu machen. Er fand Freude daran, Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen und sah, wie sie dank seiner Unterstützung ihr Leben veränderten. Das gab ihm die Bestätigung, die er brauchte. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte sich Thomas selbstständig. Er gründete sein eigenes Coaching-Unternehmen und begann, Klienten zu betreuen. Die Arbeit erfüllte ihn auf eine Weise, die er vorher nie gekannt hatte. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, aber auch neue Erfolge. Er half Menschen, ihre Träume zu verwirklichen und fühlte sich dabei endlich selbst verwirklicht. Ein Jahr später war Thomas ein erfolgreicher Coach und seine Entscheidung, den sicheren Weg zu verlassen, erwies sich als die beste seines Lebens. Er hatte die Routine durchbrochen und war auf dem Weg, das Leben zu führen, das er sich immer gewünscht hatte. Er blickte stolz auf das zurück, was er erreicht hatte, und wusste, dass er den Mut gefunden hatte, seinem Herzen zu folgen. Das Leben beginnt dort, wo die Komfortzone endet, dachte Thomas oft, wenn er auf seine Reise zurückblickte.
Er hatte gelernt, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man den Mut dazu hat. Der Buchhalter. Der Buchhalter arbeitet sorgfältig mit den Zahlen. Die Firma. Die Firma hat viele neue Mitarbeiter eingestellt. Die Zahl. Die Zahl der Teilnehmer war höher als erwartet. Das Büro. Das Büro ist groß und hell. Die Monotonie. Die Monotonie der Arbeit macht ihn müde. Der Funke. Ein Funke der Inspiration traf ihn plötzlich. Die Aufregung. Die Aufregung vor dem Event war groß. Die Lebensberatung. Sie suchte nach Lebensberatung, um ihre Ziele zu klären. Die Überzeugung. Ihre Überzeugung gab ihr die Kraft, weiterzumachen. Vielversprechend. Sein neuer Job klingt sehr vielversprechend. Unvorstellbar. Die Möglichkeiten schienen unvorstellbar groß. Unerträglich. Der Lärm war unerträglich. Sinnvoll. Etwas Sinnvolles zu tun gab ihr neue Energie. Übernehmen. Sie musste die Leitung des Teams übernehmen. Abschließen. Sie möchte das Studium in diesem Jahr abschließen. Erreichen. Er arbeitet hart, um sein Ziel zu erreichen. Beschäftigen. Sie beschäftigt sich gern mit kreativen Projekten. Kündigen. Er kündigte seinen Job, um etwas Neues zu beginnen. Einschlagen. Er beschloss, eine Karriere in der Kunst einzuschlagen. Thomas war 45 Jahre alt und hatte die letzten 20 Jahre seines Lebens als Buchhalter in einer großen Firma gearbeitet. Thomas war 45 Jahre alt und hatte die letzten 20 Jahre seines Lebens als Buchhalter in einer großen Firma gearbeitet. Seine Karriere begann vielversprechend und er stieg schnell in der Hierarchie auf. Seine Karriere begann vielversprechend und er stieg schnell in der Hierarchie auf. Doch je höher er kam, desto stärker fühlte er sich gefangen. Doch je höher er kam, desto stärker fühlte er sich gefangen. Die Routine, die ständigen Zahlen und die langen Stunden im Büro ließen ihn zunehmend leer und unzufrieden zurück. Die Routine, die ständigen Zahlen und die langen Stunden im Büro ließen ihn zunehmend leer und unzufrieden zurück. Jeden Tag war es dasselbe. Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und auf den nächsten Tag warten. Jeden Tag war es dasselbe. Aufstehen, zur Arbeit gehen, nach Hause kommen und auf den nächsten Tag warten. Diese Monotonie hatte sein Leben übernommen und Thomas fragte sich immer öfter, ob dies wirklich alles war, was das Leben für ihn bereithielt. Diese Monotonie hatte sein Leben übernommen und Thomas fragte sich immer öfter, ob dies wirklich alles war, was das Leben für ihn bereithielt. Eines Abends, als er müde nach Hause kam, setzte er sich in sein Wohnzimmer und starrte auf die Wand. Eines Abends, als er müde nach Hause kam, setzte er sich in sein Wohnzimmer und starrte auf die Wand. Dort hing ein altes Bild von ihm,
aufgenommen, als er gerade die Universität abgeschlossen hatte. Dort hing ein altes Bild von ihm, aufgenommen, als er gerade die Universität abgeschlossen hatte. In seinen Augen sah er damals noch den Funken der Aufregung, die Hoffnung auf ein Leben voller Abenteuer und Möglichkeiten. In seinen Augen sah er damals noch den Funken der Aufregung, die Hoffnung auf ein Leben voller Abenteuer und Möglichkeiten. Aber wo war dieser Funken geblieben? Was war aus seinen Träumen geworden? Aber wo war dieser Funken geblieben? Was war aus seinen Träumen geworden? Die Fragen ließen ihn nicht mehr los. Die Fragen ließen ihn nicht mehr los. Er begann über sein Leben nachzudenken, über das, was er erreicht hatte und was er noch erreichen wollte. Er begann über sein Leben nachzudenken, über das, was er erreicht hatte und was er noch erreichen wollte. Die Antwort war klar, er musste etwas ändern, aber was? Die Antwort war klar, er musste etwas ändern, aber was? Ein kompletter Berufswechsel in seinem Alter schien unvorstellbar. Ein kompletter Berufswechsel in seinem Alter schien unvorstellbar. Doch die Idee, weiterhin jeden Tag dasselbe zu tun, war für ihn noch unerträglicher. Doch die Idee, weiterhin jeden Tag dasselbe zu tun, war für ihn noch unerträglicher. Thomas wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste, bevor es zu spät war. Thomas wusste, dass er eine Entscheidung treffen musste, bevor es zu spät war. Eines Tages stieß er zufällig auf einen Artikel über Lebensberatung und Coaching. Eines Tages stieß er zufällig auf einen Artikel über Lebensberatung und Coaching. Die Idee, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Herausforderungen zu meistern, faszinierte ihn sofort. Die Idee, Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Herausforderungen zu meistern, faszinierte ihn sofort. Aber konnte er wirklich seinen sicheren Job als Buchhalter aufgeben, um etwas so völlig Neues zu beginnen? Die Unsicherheit nagte an ihm. Aber konnte er wirklich seinen sicheren Job als Buchhalter aufgeben, um etwas so völlig Neues zu beginnen? Die Unsicherheit nagte an ihm. Er hatte noch nie etwas anderes gemacht und der Gedanke, wieder von vorne anfangen zu müssen, machte ihm Angst. Er hatte noch nie etwas anderes gemacht und der Gedanke, wieder von vorne anfangen zu müssen, machte ihm Angst. Doch die Vorstellung, etwas zu tun, das ihn erfüllte und glücklich machte, ließ ihn nicht mehr los. Doch die Vorstellung, etwas zu tun, das ihn erfüllte und glücklich machte, ließ ihn nicht mehr los. Thomas beschloss, mit seiner Frau Sandra darüber zu sprechen. Thomas beschloss, mit seiner Frau Sandra darüber zu sprechen. Sie war seine größte Unterstützerin und kannte seine Unzufriedenheit genau. Sie war seine größte Unterstützerin und kannte seine Unzufriedenheit genau. Als er ihr von seiner Idee erzählte, war sie überrascht, aber auch begeistert. Als er ihr von seiner Idee erzählte, war sie überrascht, aber auch begeistert. Thomas, du hast immer davon gesprochen, dass du etwas Sinnvolles tun möchtest. Vielleicht ist das genau der richtige Weg für dich, sagte sie. Thomas, du hast immer davon gesprochen, dass du etwas Sinnvolles tun möchtest. Vielleicht ist das genau der richtige Weg für dich, sagte sie. Ihre Worte gaben ihm Mut und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er wieder Hoffnung. Ihre Worte gaben ihm Mut und zum ersten Mal seit langer Zeit spürte er wieder Hoffnung.
Er begann sich intensiver mit dem Thema Coaching zu beschäftigen. Er begann sich intensiver mit dem Thema Coaching zu beschäftigen. Besuchte Seminare, las Bücher und sprach mit Menschen, die diesen Weg bereits gegangen waren. Besuchte Seminare, las Bücher und sprach mit Menschen, die diesen Weg bereits gegangen waren. Mit jedem Gespräch und jedem neuen Wissen wuchs seine Überzeugung, dass dies das Richtige für ihn war. Mit jedem Gespräch und jedem neuen Wissen wuchs seine Überzeugung, dass dies das Richtige für ihn war. Schließlich fasste er den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Schließlich fasste er den Mut, eine Entscheidung zu treffen. Er kündigte seinen Job und begann eine Ausbildung zum Coach. Er kündigte seinen Job und begann eine Ausbildung zum Coach. Die ersten Monate waren hart. Das Lernen fiel ihm nicht leicht. Die ersten Monate waren hart. Das Lernen fiel ihm nicht leicht. Und manchmal zweifelte er daran, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Und manchmal zweifelte er daran, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Aber Sandra unterstützte ihn und langsam begann er, Fortschritte zu machen. Aber Sandra unterstützte ihn und langsam begann er, Fortschritte zu machen. Er fand Freude daran, Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Er fand Freude daran, Menschen zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Und sah, wie sie dank seiner Unterstützung ihr Leben veränderten. Und sah, wie sie dank seiner Unterstützung ihr Leben veränderten. Das gab ihm die Bestätigung, die er brauchte. Das gab ihm die Bestätigung, die er brauchte. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte sich Thomas selbstständig. Nach Abschluss seiner Ausbildung machte sich Thomas selbstständig. Er gründete sein eigenes Coaching-Unternehmen und begann, Klienten zu betreuen. Er gründete sein eigenes Coaching-Unternehmen und begann, Klienten zu betreuen. Die Arbeit erfüllte ihn auf eine Weise, die er vorher nie gekannt hatte. Die Arbeit erfüllte ihn auf eine Weise, die er vorher nie gekannt hatte. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, aber auch neue Erfolge. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, aber auch neue Erfolge. Er half Menschen, ihre Träume zu verwirklichen und fühlte sich dabei endlich selbst verwirklicht. Er half Menschen, ihre Träume zu verwirklichen und fühlte sich dabei endlich selbst verwirklicht. Ein Jahr später war Thomas ein erfolgreicher Coach. Ein Jahr später war Thomas ein erfolgreicher Coach. Und seine Entscheidung, den sicheren Weg zu verlassen, erwies sich als die beste seines Lebens. Und seine Entscheidung, den sicheren Weg zu verlassen, erwies sich als die beste seines Lebens. Er hatte die Routine durchbrochen und war auf dem Weg, das Leben zu führen, das er sich immer gewünscht hatte. Er hatte die Routine durchbrochen und war auf dem Weg, das Leben zu führen, das er sich immer gewünscht hatte. Er blickte stolz auf das zurück, was er erreicht hatte, und wusste, dass er den Mut gefunden hatte, seinem Herzen zu folgen. Er blickte stolz auf das zurück, was er erreicht hatte, und wusste, dass er den Mut gefunden hatte, seinem Herzen zu folgen. Das Leben beginnt dort, wo die Komfortzone endet. Das Leben beginnt dort, wo die Komfortzone endet, dachte Thomas oft, wenn er auf seine Reise zurückblickte.
Er hatte gelernt, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man den Mut dazu hat. Dachte Thomas oft, wenn er auf seine Reise zurückblickte. Er hatte gelernt, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn man den Mut dazu hat.